Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los! So, wir haben hier ein HP Pavilion und zwar ein X360 und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die genaue Modellnummer findet. Aber zuallererst trennen wir mal das Laptop vom Ladekabel. Die exakte Modellbezeichnung finden wir bei dem Gerät auf der Rückseite und zwar hier unten, auch ziemlich schlecht zu lesen. Und mit dieser Modellnummer findet ihr super einfach alle Ersatzteile speziell für dieses Gerät bei uns im Shop. Allgemein kann man zu dem Gerät noch sagen, dass das Display bei dem X360 ein Touch-Display ist. Das heißt, um das zu wechseln, muss man die komplette Einheit austauschen und dann eben auch abbauen. Die Tastatur kommt zusammen mit dem Topcase. Das Touchpad kann man einzeln tauschen. So, um das Gerät jetzt zu öffnen, muss man einmal die zwei Schrauben hier vorne lösen. Und dann sind auch unter diesen beiden Gummifüßen ist jeweils eine Schraube an der Oberseite hier. Und da kann man jetzt versuchen, die mit den Fingern so ein bisschen nach oben zu ziehen. Und wenn das mal nicht so gut geht, kann man sich auch eine kleine Hilfe nehmen. Einfach nur aufpassen, dass man da nichts verkratzt. Genau, und die muss man auch nicht komplett abziehen. Einfach so ein bisschen nach oben hebeln, aufpassen, dass man den Gummifuß nicht vom Klebeband an sich trennt. Und dann kann man hier die Schraube rausnehmen und das gleiche Spiel auf der anderen Seite. Zum Aufmachen habe ich hier übrigens ein Universalwerkzeugset benutzt. Das ist super praktisch. Hier sind alle Aufsätze und gegebenenfalls auch Schrauben mit dabei, die man so gebrauchen kann. Und in dem Fall nehme ich einen Kreuzschraubendreher und zwar ein PH0. Was es hier noch zu beachten gibt, ist, die beiden Schrauben unter den Gummifüßen sind ein bisschen länger und die vorderen sind eben sehr kurz. Das heißt, die einfach getrennt aufbewahren. Gut, dann wollen wir mal schauen, wo die Gehäuseunterseite mit dem Gerät verbunden ist. Und in dem Fall sieht man das wirklich super gut, weil die Unterseite eben eine andere Farbe hat. Und dann kann man hier perfekt sehen, wo die Verbindungslinie lang läuft. Und da muss man dann auch rein, um eine Öffnung zu finden. Zum Öffnen nehme ich hier einen dünnen, flachen Metallgegenstand und dann schaue ich mal, wo man am besten reinkommt. Und das ist eigentlich, glaube ich, überall gleich gut. In dem Fall, ich probiere es jetzt mal von der Rückseite und was ich jetzt mache, ist einfach, ich hebel hier zwischen Gehäuseunterseite und dem Gerät. Versuche da eine kleine Öffnung zu schaffen. Und ich bin da relativ vorsichtig, einfach nur, weil ich das nicht zerkratzen will. Man kann da prinzipiell nichts kaputt machen. Und auch das Knacken, was man so hört, ist völlig normal. Das ist, wenn die Einraststellen sich lösen. Da braucht man also keine Angst zu haben. Und dann kann man sich hier einmal um das Gerät herumarbeiten. Und meistens, wie hier jetzt auch, kommt man dann mit der Hand, mit den Fingern schon drunter. Kann das versuchen mit ein bisschen Wippen zu lockern. Wenn das nicht so gut geht, dann macht man einfach weiter, arbeitet sich um das Gerät herum. Und wie man jetzt hier sieht, hat man das eigentlich doch relativ schnell geöffnet. Ich zeige euch die jetzt auch mal von innen. Und so sieht dann das Gerät von innen aus. Gut, bevor wir jetzt irgendetwas weiteres machen,
trennen wir aber auf jeden Fall erst einmal den Akku vom Mainboard, dass das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr hat. Und den Akku sehen wir hier. Und in dem Fall ist der direkt mit dem Mainboard verbunden. Das heißt, wir nehmen einfach den Akku schon komplett raus. Dafür löst man diese Schrauben hier und können den dann einfach rausnehmen. Nachdem man die Schrauben gelöst hat, kann man den einfach aus dem Gerät nehmen. Man zieht den so ein bisschen nach oben und dann sieht man schon, wo der hier verbunden war. Und ja, dann kann man den einfach austauschen. Was können wir hier noch sehen? Wir sehen unter dieser Metallabdeckung ist der RAM. Wir sehen hier drüben den Lüfter und den Heatsink. Hier ist auch noch mal so ein kleines Tuch drüber geklebt. Das ist der Heatsink für die CPU. Hier sehen wir die SSD, die ist auch in dem Fall unter einer Abdeckung. Und hier, das ist jetzt ein Platzhalter für eine 2,5 Zoll HDD. Das heißt, das kann man ersetzen. Da muss man auch das Gehäuse und das Kabel noch mit dazu kaufen und dann wird die hier mit dem Mainboard verbunden werden. Unter dem Akku können wir hier jetzt übrigens auch das Touchpad sehen. Das lässt sich hier auch einzeln tauschen. Und diese 3 Schrauben muss man dafür rausnehmen. Und man muss das Kabel, das das Touchpad mit dem Mainboard verbindet, noch trennen. Und genau, hier ist es so, nicht einfach an dem Kabel ziehen, das wird mit einem Kippschalter verbunden oder gehalten. Den muss man erst so ein bisschen nach oben klappen und dann kann man das Kabel hier rausziehen. Beim Wiederverbinden bis ganz hinten wieder reinstecken, das ist tatsächlich diese weiße Linie hier. Bis dahin kommt das Kabel wieder in den Stecker. Und dann einfach wieder zuklappen. Ja, und so schnell geht das. So, wie schon erwähnt, der RAM befindet sich bei diesem Gerät unter dieser Abdeckung. Die Abdeckung wird ringsherum von diesen kleinen Clips hier gehalten. Und dieses Tuch hier, ich mache das mal schnell weg, das ist hier aufgeklebt. Und das müssen wir entfernen nachher für den Lüfter. Genau, und die Abdeckung kann man einfach nach oben hin abziehen. Entweder mit den Fingern versuchen drunter zu gehen und die dann hochzuhebeln. Andernfalls, man kann sich auch eine Hilfe nehmen. Ich könnte jetzt auch hier das ein bisschen aufhebeln. Da einfach nur schauen, gerade wenn es Metall ist, dass man nicht gerade an eine Stelle geht, wo auf der Platine was verlötet ist. Idealerweise einfach mit den Fingern. Und dann kann man die nach oben hin abziehen. So, und ich klappe die jetzt einfach mal nach hinten. Und hier sieht man die beiden RAM-Slots. In dem Fall ist jetzt nur einer belegt, das macht aber nichts. Um den auszutauschen, zieht man die beiden Klammern an der Seite nach außen. Dann springt der einem so ein bisschen entgegen. Und ja, dann kann man den rausnehmen, austauschen und genauso wieder einbauen. In den Slot zurückschieben, nach unten drücken, bis die beiden Klammern wieder einrasten. Genau, danach muss man nur noch die Abdeckung wieder drauf machen. Wie gesagt, die Clips laufen hier einmal drum herum. Einfach nur schauen, dass die wirklich überall zwischendrin sind. Und ja, das ist manchmal ein bisschen friemelig, je nachdem, wie talentiert man da ist. Und wie man sehen kann, sind die sowohl hier drüben als auch hier jetzt wieder fest drauf. Genau wie auf der Rückseite. Also insgesamt ziemlich einfach. Die SSD finden wir hier. Und um die auszutauschen, muss man die Schraube hier hinten lösen. Und dann, ja, dann kann man das Ganze so ein bisschen nach oben hebeln und nach hinten aus dem Slot ziehen. Die ist jetzt wirklich sehr gut festgeklebt. Das heißt, auch die kleine Abdeckung hier vorne ziehen wir jetzt noch mal ab, damit ich euch das zeigen kann. So. Genau. Und dann sieht man hier die SSD und die Abdeckung
Und die Abdeckung kann man auch bei einer neuen SSD genauso einfach wieder hier draufkleben. Die kommt dann auch einfach wieder zurück in den Slot. Dann kann man die Abdeckung draufkleben, hier vorne ein bisschen festdrücken und dann wird die wieder verschraubt. So, wie eingangs erwähnt, der Lüfter lässt sich hier auch einzeln tauschen. Der wird von 2 Schrauben gehalten, einmal dieser hier und einmal dieser hier. Und die ist jetzt halt hier unter diesem Kabel. Das heißt, man kann das entweder vorsichtig ein bisschen zur Seite machen. Ich würde es jetzt in dem Fall, auch weil das hier aufgeklebt ist, tatsächlich einfach lösen. Und das ist genau wie bei dem Touchpad mit einem Kippschalter verbunden. Das heißt, auch den klappt man erst nach oben und dann kann man das rausziehen. Und dann kann man das hier vorsichtig einfach abziehen. Und natürlich muss man auch das Lüfterkabel, das den Lüfter mit dem Mainboard verbindet, noch trennen. Die Kabel sind ziemlich dünn hier, ich würde da nicht dran ziehen. Man kann den aber seitlich hier fassen und dann nach hinten hin einfach rausziehen. Und ja, den Lüfter kann man dann einfach nach oben heben und hier so ein bisschen unter dem Heatsink herausziehen. Den kann man so ein bisschen nach oben, ich würde jetzt nur nicht zu weit nach oben ziehen. Und ja, dann kann man den tauschen. Bei dem neuen Lüfter, falls man da mal nicht weiß, wie rum dieser Stecker hier gehört, je nachdem wie der geliefert wird, die Kontakte, die man hier sehen kann, zeigen bei dem Gerät nach unten, wenn man den wieder verbindet. Und ja, der Ausbau war ein bisschen friemelig, deswegen würde ich den zuerst verbinden. Erst das Lüfterkabel wieder rein. Einfach schauen, dass der wirklich fest hinten drin sitzt. Und dann kann man das hier wieder unter den Heatsink schieben. Genau so. Und als Orientierung, man hat ja hier die kleine Noppe, wo der reinkommt. Und das gleiche hier drüben. Und dann sitzt der absolut fest in seiner Position. Und man muss den nur noch wieder verschrauben. Und genau wie bei dem Touchpad, auch hier das Kabel kommt jetzt wieder in den Stecker rein. Und das kann mal vor allen Dingen bei der Größe hier echt mega fummelig sein. Ja, und schon hat man das erledigt. Den Akku legt man jetzt einfach wieder in seine Position. Der hat hier so kleine zusätzliche Öffnungen, die einem helfen, das passgenau da einzulegen. Einmal hier und einmal hier. Und dann kann man den nach unten auf den Stecker drauf drücken. Und da, wie gesagt, jetzt muss man nur ein bisschen schauen. Wobei, das passt hier super. Dann drückt man den da wieder drauf. Und dann muss man den nur noch verschrauben und hat super schnell den Akku getauscht. So, die Gehäuseunterseite legt man jetzt einfach wieder auf das Gerät drauf und drückt die nach unten fest. Und da hört man sehr gut, wie alles wieder einrastet, und man kann da tatsächlich auch echt fest drauf drücken. Auch in der Mitte sind Einraststellen. Und dann schaue ich am Ende auch noch einmal um das Gerät herum, dass da wirklich nirgendwo mehr, so wie hier, Öffnungen zu finden sind. Genau. Und dann kann man das Gerät wieder verschrauben. Die 2 kurzen hier vorne, die 2 längeren hier. Und ja, schon hat man alles durch. So, das war es auch schon wieder für dieses Modell. Ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Falls ihr noch Fragen oder Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.